What's up, liebe Bierfans? Mein Name ist Oliver Hörold. Ich freue mich, eure strahlenden Gesichter zu sehen. Und heute zeige ich euch, wie man mit einem ganz normalen Kochtopf Bier brauen kann in der eigenen Küche. Intro! Genau, heute mal was ganz anderes. Und zwar keine teuren Geräte zum Bierbrauen, sondern einfach nur hier mein Topf, mit dem ich sonst Chili koche für die Geburtstage. Und paar einfache Zutaten und vielleicht noch ein Plastikeimer und ein bisschen Messgerät. Okay, hier unsere Zutaten. 450 Gramm geröstete Gerste, 57 Gramm East Kent Golding Hopfen, 3 Kilo Malzextrakt und 900 Gramm Gerstenflocken. Zuallererst lösen wir das Flüssigmalzextrakt in ca. 4 Liter warmem Wasser auf. Dann lassen wir die beiden anderen Zutaten, wir packen die in so Musselinsäckchen, also die geröstete Gerste und die Gerstenflocken. Die lassen wir ungefähr für eine Stunde in der warmen Würze ziehen und danach kochen wir für eine Stunde lang den Hopfen. Alexa, stelle Timer auf 60 Minuten. Da unser 9 Liter Kochtopf ja relativ voll ist, kann es gut sein, dass er überkocht, wenn wir den Hopfen kochen. Darum benutze ich eine ganz normale Sprühflasche mit Leitungswasser drin und dann kann man den Schaum einfach runtersprühen und verhindert damit, dass man Boil-Over bekommt und Riesensauerei außerhalb vom Topf. Okay, jetzt ist die Würze fertig. Jetzt müssen wir sie abkühlen, damit wir die Hefe anstellen können. Ich mache das ganz einfach im Waschbecken mit ein bisschen Eis, weil bei so ein bisschen Würze geht das relativ schnell. Yeah, baby. Bisschen viel Wasser. Die nun abgekühlte Würze fülle ich um in meinen Gärbehälter. Da könnt ihr einen Plastikeimer nehmen mit einem Hähnchen dran, der für Lebensmittel geeignet ist. Ich benutze jetzt so eine Edelstahlkanne für Olivenöl, aber das ist eigentlich egal. Es gibt auch Carboys aus Glas und Plastik. Also da gibt es verschiedene Behältnisse, wo ihr euer Bier drin vergären könnt. Müsst ihr nur sauber machen und desinfizieren. Jetzt wird's, sagen wir so, jetzt geht es damit los, dass man ein bisschen auf die Hygiene achten muss. Am Anfang bis zum Würze kochen war das eigentlich egal, weil wir kochen es ja eh nochmal auf. Deswegen also jetzt reinigen und desinfizieren von eurem Gerät, damit ihr halt nicht nur die Bierhefe arbeitet, sondern halt ja, dass ihr vermeidet, dass ihr irgendwelche Infektionen in euer Bier bekommt. Wir füllen unsere Würze mit Leitungswasser auf ungefähr 18 bis 19 Liter, je nachdem wie viel Bier ihr nachher halt haben wollt. Die Würze ist jetzt abgekühlt auf ca. 20 Grad Celsius, also können wir die Hefe hinzufügen. Es gibt Hefe in verschiedenen Formen, flüssig oder auch Trockenhefe. Die Trockenhefe, das ist dann quasi sowas, wie man sonst auch Brothefe benutzt, also in der gleichen Form, aber natürlich ganz andere Hefe, also bitte keine Brothefe benutzen.
Oder dann hier zum Beispiel von White Labs gibt es die Flüssighefe in solchen Dingern. Da ist dann halt so Flüssigkeit drin mit den Hefezellen. Gibt es auch in anderen Formen. Ich habe von White Labs eine Flüssighefe benutzt, nicht diese hier, aber eine andere, die dann halt für das Dry Stout ganz geeignet war. Wir messen mit dem Hydrometer in einem Stehkolben die Stammwürze, um festzustellen, wie viel gelöster Zucker in unserer Würze ist vor der Vergärung. Wir machen das gleiche dann nochmal im Laufe der Hauptvergärung, um festzustellen, zum einen, wann die Vergärung zu Ende ist und zum anderen, um ausrechnen zu können, wie viel Alkohol die Hefe hergestellt hat. Nach circa 24 Stunden sehen wir, dass unsere Hefe angekommen ist und auf dem Bier sieht man einen schönen Kräusen. Das ist dieser Schaum, der kann von leicht weiß, fluffig bis zu fest und bräunlich, wie jetzt bei unserem Bier, unterschiedliche Farben und Formen haben. Ihr messt jetzt jeden Tag den Restextrakt mit eurem Hydrometer. Und wenn ihr 3 Tage lang hintereinander das gleiche Ergebnis bekommen habt, wahrscheinlich so zwischen 2 und 3 Grad Plato, dann ist die Hauptgärung zu Ende. Danach füllt ihr euer Bier ab in Flaschen oder in einen Keg, je nachdem, was euch lieber ist, und dann ist das Bier fertig. Natürlich noch eine Woche warten zum Carbonisieren, entweder Flaschengärung oder halt Aufkarbonisierung mit CO2 im Keg. Ja, ihr seht, so schnell kann das gehen mit Bier. Also selbst mit beengten Verhältnissen, wenn ihr nur 2-3 Stunden Zeit habt, mal samstags oder so, könnt ihr sogar in der WG-Küche wirklich 20 Liter leckeres Bier brauen. Also keine Angst, abonniert meinen Channel, wenn euch das gefallen hat, was ich hier mache, dann erfahrt ihr noch mehr. Oder liked mein Video und ich freue mich, euch das nächste Mal zu sehen. Mein Name ist Oliver Hörold. Ciao, ciao.